Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu einem weiteren Schulungsvideo von der Sports Betting Academy. Heute wieder zum Thema Traden auf der Wettbörse und mit einer Strategie, wo ich zuerst auf für eine Situation setze, also eine Backwette abgebe und später dann niedriger eine Leihwette platziere, wo ich dann auch noch meinen Gewinn dann hier ganz klar mathematisch definieren kann. Und das schauen wir uns in diesem Video an. Ja, mein Name ist Daniel Winterholzinger von der Sports Betting Academy, der größten deutschsprachigen Bildungsplattform, wenn es eben um das Thema des professionellen Sportwettens geht. Und Sie sehen jetzt da hier wieder einen Auszug aus dem Live-Coaching-Programm von der Sports Betting Academy, welches jeden Sonntag stattfindet, wo wir eben viele verschiedene Trading-Strategien auf der Wettbörse uns im Detail ansehen. Und unter anderem genau diese Strategie, die Sie jetzt da hier von mir kennenlernen werden. Ich habe für dieses Übungsbeispiel, um das besser zu verstehen, folgende Grundtendenz mitgebracht. Das heißt, zuerst sage ich zum Beispiel bei einem Spiel, zu Spielbeginn, das Spiel wird unentschieden ausgehen, zu Beginn. Und in der zweiten Halbzeit zum Beispiel, wenn es noch unentschieden steht zu diesem Zeitpunkt, tendiere ich zum Beispiel darauf, dass ab diesem Zeitpunkt jetzt irgendeine Mannschaft das Spiel gewinnen wird. Und somit kann ich eigentlich zu Spielbeginn eine sogenannte Backwette für das Unentschieden abgeben und dann in der zweiten Halbzeit, wenn es noch unentschieden stehen sollte, eine sogenannte Leihwette abgeben gegen das Unentschieden. Und das kann ich jetzt aber noch kombinieren, also diesen Grundgedanken, wo ich einen ganz klaren finanziellen Wert haben möchte. Das heißt, ich könnte sagen, wenn dann in der zweiten Halbzeit jetzt eine Mannschaft gewinnt, dann möchte ich zum Beispiel 100 Euro Profit haben. Wenn das Spiel jetzt aber noch unentschieden ausgeht, möchte ich weder Gewinn noch Verlust haben. Und damit das funktioniert, habe ich eben hier das Spiel England gegen Frankreich für dieses Video vorbereitet und auch hier dementsprechend diese Quoten hier mal festgehalten. Die können natürlich dann variabel sein, aber dass man mal hier ein Fallbeispiel in der Form sieht, habe ich einmal hier als Grundtendenz gesagt, das Spiel unentschieden beginnt mit der Quote 3,35 und wenn die Quote zum Beispiel fallen sollte auf 2,16, dann möchte ich diese Situation so layen, damit ich eben kein Risiko mehr habe und eben meinen Gewinn auf 1 oder auf 2 lenke. Schauen wir uns das einmal Schritt für Schritt an. Das heißt, wir sehen hier einen Auszug von der Wettbörse selbst. Wir sehen auch hier das Spiel England gegen Frankreich und dass eben hier die Startquote für das Unentschieden bei 3,35 liegt. Und das, was ich noch brauche, ist eben mein sogenannter Wunschprofit, den ich dann erhalten möchte, wenn eben in der zweiten Halbzeit zum Beispiel eine von diesen beiden Mannschaften gewinnen sollte. Damit das funktioniert, auch von der Berechnung her, brauchen Sie den Trading-Rechner von der Sports Betting Academy, der extra dafür entwickelt wurde, genau solche Berechnungen durchzuführen. Und das sieht dann hier in der Praxis, in der Anwendung wie folgt aus. Sie geben hier oben im ersten Schritt die Backquote ein von 3,35 und hier die Leihquote von 2,16, die Sie als Ziel definiert haben. Des Weiteren müssen Sie dann hier auf das Schloss draufklicken und können dann dadurch auch hier, wenn Sie auf FreeBet gegen die Situation, also diese zwei Situationen müssen Sie zuerst anklicken, dann wird eben hier dieses Feld aktiv, wo jetzt da diese 100 Euro drinnen stehen. Und sobald man dann zum Beispiel hier diesen Betrag 100 Euro eingibt, wird dann eine Berechnung durchgeführt. Und wir sehen zum Beispiel hier, dass ich auf der Backseite dann den Wert stehen habe, 100 Euro und 49 Cent. Und hier bei der Leihseite, bei der 2,16er Quote steht jetzt der Wert 203,58 Euro. Und da schauen wir uns jetzt auch ganz genau an, was es mit diesen zwei Werten auf sich hat. Das heißt, der erste Schritt, um eben genau dieses Ziel zu verfolgen, wäre, dass wir jetzt auf die Wettbörse gehen und im ersten Schritt hier bei der Quote 3,35 100 Euro und 49 Cent auf das Unentschieden setzen. Somit ist unser Anfangsrisiko hier in etwa genauso viel wie unser möglicher Profit dann in weiterer Folge. Also 100 Euro und 49 Cent ist jetzt unser Risiko für dieses Spiel. Und im dritten Schritt müssen wir jetzt da beim Rechner den sogenannten Lay-Einsatz ablesen für die FreeBet. Und das sehen wir hier eben mit der Quote 2,16 zu 203,58 Euro. Wenn wir jetzt im vierten Schritt auf die Wettbörse gehen und bei dem Unentschieden auf die Leihquote klicken, wo derzeit jetzt 3,4 steht,
und Sie dann hier unten dann das einstellen, dass die Quote bei 2,16 ist und den Wert 203,58 € eintragen und diese Wette abgeben. Und wenn diese Wette jetzt da mit dem Spielverlauf, die Quote wird ja fallen, solange es unentschieden steht, wird es ja immer wahrscheinlicher, dass es unentschieden ausgeht, dann wird diese Quote 2,16 erreicht irgendwann. Und dann sehen wir aber auch hier auf der linken Seite bei dieser Was-wäre-wenn-Situation, wenn wir genau diese zwei Handlungsschritte durchführen, sehen wir jetzt, dass bei England 100 € steht, bei Frankreich 100 € steht und beim Unentschieden steht jetzt da hier 0 €. Das heißt, wir lenken hier diesen Gewinn auf 1 und auf Siegtipp 2 und wenn es dann noch unentschieden ausgehen sollte, haben wir hier weder Gewinn noch Verlust. Und genau dieser Rechenschritt, dieser Vorgang, dafür ist eben auch dieser Rechner notwendig, eben um das sich ausrechnen lassen zu können. Wir haben natürlich bei dieser Herangehensweise auch immer ein Risiko. Das Risiko wäre natürlich jetzt hier, wenn wir die Backquote 3,35 spielen und früher aber eine Mannschaft in Führung geht. Ja, das heißt, dass die Quote 2,16 zum Beispiel gar nicht erst erreicht wird. Dann haben wir natürlich das Risiko von jetzt da bis zu 100 €, wenn das jetzt der Fall sein sollte. Und ja, so ist eigentlich diese eine Strategie. Wenn Sie hier noch nähere Informationen haben wollen oder auch noch viele, viele andere Strategien kennenlernen wollen, dann lade ich Sie ein, dass Sie einen unverbindlichen, kostenfreien Infocall mit mir persönlich buchen. Unterhalb von diesem Video gibt es einen Link, wo wir zusammen 30 Minuten einmal persönlich über das Thema des Tradens sprechen können. Ich kann Ihnen dann auch vieles zeigen, wie zum Beispiel unser Mitgliederbereich aufgebaut ist oder wie unser Schulungskonzept in diesem Zusammenhang ist. Und das können Sie sich hier einfach unverbindlich mit mir persönlich anschauen. Ich wünsche Ihnen jetzt da weiterhin viel Erfolg mit Ihren Sportwetten, Ihren Trading-Strategien. Alles Gute und bis zum nächsten Video.